Die Anno-Spiele sind seit jeher für ihre fesselnde Singleplayer-Erfahrung bekannt, hatten aber auch, bis auf wenige Ausnahmen, immer einen Multiplayer-Modus, auch wenn dieser in der Regel ein Nischendasein fristen musste. Hat uns übrigens nicht davon abgehalten, hier in der Zocker-Lounge 2 große Community-Events mit je 16 Spielern in Anno 1800 abzuhalten, aber das nur am Rande. Jedenfalls wird euch auch Anno 117 Pax Romana einiges in Sachen Multiplayer bieten und führt auch neue Funktionen ein, die wir uns heute daher mal genauer anschauen müssen. Die heutigen Anno-News werden euch von Instant Gaming präsentiert, bei welchen ihr Videospiele in der Regel ein paar Euro günstiger abgreifen könnt. So gibt es hier auch Anno 117 mit 55 Euro in etwa 5 Euro günstiger als zum üblichen Straßenpreis. Zudem unterstützt ihr mit einem Kauf über meinen Partnerlink diesen Kanal. Wer Anno 117 in Zukunft nicht nur alleine erleben möchte, kann dies neben klassischem PvP auch wieder im Koop mit Freunden genießen. Vergleichbar wie in Anno 1800 könnt ihr daher eine Lobby mit 4 Slots füllen, welche jeweils mit bis zu 4 Spielern besetzt werden kann. Sprich, ihr könnt zusammen im sogenannten Shared Koop mit bis zu 4 Spielern eine gemeinsame Wirtschaft gegen maximal 3 KI-Kontrahenten bestreiten oder zum Beispiel zu dritt jeder ein eigenes Imperium errichten und dann zusätzlich den 4. Slot mit einer KI ergänzen. Je nachdem, wie viele Spieler ihr zusammenbekommt, bedeutet das auch, dass ihr wie in Anno 1800 eine Multiplayer-Lobby auf bis zu 16 Spielern aufblasen könnt und dann ein 4 gegen 4 gegen 4 gegen 4 spielt. Soweit so klar, soweit so absehbar. Damit kommen wir aber zur ersten großen Neuerung. Denn in Anno 117 könnt ihr erstmals auch die Kampagne mit bis zu 3 Freunden im Shared Koop spielen. Daher beginnt auch eine reine Singleplayer-Partie über die genannte Lobby, in der ihr euch dann euer entsprechendes Wunsch-Matchup zusammenklickt. Leider ist der Multiplayer auf das Einladungssystem beschränkt. Sprich, um einen Mitspieler einladen zu können, muss dieser, je nachdem wo ihr das Spiel gekauft habt, also zum Beispiel in Steam oder Ubisoft Connect, in eurer Freundesliste stehen. Die zweite Neuerung ist hier, dass ihr ein Spiel auch mit der Option Spiel für Freunde starten könnt. Das bedeutet im Grunde, dass alle Spieler auf eurer Freundesliste nachträglich noch einen freien Slot in der Partie einnehmen können und das sogar ohne extra eingeladen worden zu sein. Hinzu kommt, dass jeder Spieler bzw. jeder Slot oder eben jede Gruppe entscheiden kann, ob sie ihr Abenteuer lieber in Latium oder Albion beginnen möchte. Ihr startet also im Zweifel nicht Insel an Insel, sondern seid über eine ganze Region hinweg voneinander getrennt. Freie Slots, welche sich dann nicht noch nachträglich mit menschlichen Spielern füllen lassen, können alternativ auch noch nachträglich mit einem KI-Kontrahenten ergänzt werden. Anno 117 ist also weit weniger starr als Anno 1800 bzw. gibt euch viel mehr Flexibilität. Die beste Neuerung sind aber sehr wahrscheinlich die Live-Spielstände. Das bedeutet, dass der Host einer Partie die Möglichkeit hat, eine Speichervariante zu wählen, die via Cloud erfolgt. Dadurch kann jeder teilnehmende Spieler die Partie fortsetzen, ohne dass die Lobby komplett anwesend ist. So müsst ihr euch nicht zwingend wie bisher zu festen Terminen verabreden, sondern könnt einfach nach und nach dem Spiel beitreten, was vor allem bei einer Shared Core Partie sehr viel Sinn macht. Ein gutes Beispiel wäre, dass euch ein Kumpel nur kurz was zeigen möchte, daher via Shared Koop in eure Partie kommt und danach einfach wieder rausgeht, nachdem alles brennt und der Kaiser sich aufmacht, euch zu vernichten. Nein, Spaß. Klein aber fein unterstützt Anno 117 ebenfalls erstmals in der Serie Crossplay. Sprich, ihr könnt problemlos PCler mit Xboxler und Playstation-Spielern kombinieren. Falls ihr Mods verwenden möchtet oder mit dem ein oder anderen DLC spielt, welcher sicher in Zukunft erscheinen wird, müsst ihr aber darauf achten, dass nur Spieler beitreten können, die beides ebenfalls installiert bzw. gekauft haben. Die Spielgeschwindigkeit lässt sich im Multiplayer nicht verändern, gut möglich aber, dass dies noch mit einem zukünftigen Patch nachgereicht wird. Auf einen Text- und einen Voice-Chat wurde allerdings verzichtet, aber hey, dafür gibt's ja auch noch Discord und Co. Jetzt meine Frage an euch. Wie spielt ihr Anno am liebsten? Generell alleine oder im Koop? Oder reizt euch auch dank dem sehr ausgebauten Kampfsystem jetzt der PvP mehr? Gerne mal ab in die Kommentare damit. In den nächsten Anno-News werden wir uns dann die Kampagne und die Geschichte der Pax Romana genauer anschauen.
Seid ihr also schon mal gespannt und lasst gerne ein Abo da, damit ihr auch ja nichts verpasst. In diesem Sinne, liebe Anno-Holiker, bis zum nächsten Mal. Also, wirst du mit römischer Faust regieren oder mit keltischer Hand? Was passiert als nächstes? Es liegt ganz bei dir. Du kannst es von hier aus weiterführen.